Wenn ich das dann identifiziert habe, dann gehe ich hin und kann dir zeigen, das hat was mit Mathematik zu tun, von wo bis wohin dieses, egal ob es eine Aktie ist, ein ETF oder Kryptowert, das mit hoher Wahrscheinlichkeit laufen wird. Also ich weiß vorher schon, wo ein Markt endet. Das hat was mit Mathematik und Algorithmen zu tun, die im Hintergrund eben umsetzen. Also weiß ich mein Preisziel, ich kann mein Risiko vorbestimmen. Und jetzt kommt das Wichtige in einem Portfolio. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, also dann herzlich willkommen heute zu unserem Podcast. Viele aus unserer Community kennen dich ja schon, lieber Jay. Schön, dass du heute ein paar Minuten Zeit hast für uns. Und viele aus unserer Community, von unseren Mandanten, unseren Zuschauern auf unserem Kanal, die fragen sich immer wieder, wie komme ich beim Auswandern oder nach dem Auswandern oder am besten schon vorher wirklich in meine finanzielle Freiheit. Und deswegen schön, dass du heute wieder da bist, weil du bist der Spezialist für finanzielle Freiheit, kann man sagen. Ihr organisiert ja, wir hatten ja zuletzt immer über die Weiterbildung gesprochen, die man bei euch bekommen kann, um in die finanzielle Freiheit zu kommen. Und ihr organisiert jetzt aber in Tirol ja den Liberty Day im Aquapark. Und ja, schön, dass du da bist und uns da mehr dazu erzählen kannst. Super, herzlichen Dank, mein Lieber. Danke für die Einladung. Lieben Gruß an eure Community, wo ja auch Teile schon zu unserer Community gekommen sind und umgekehrt. Ja, also vielen herzlichen Dank dafür. Und Liberty Brothers entstand ja aus Verena und Chris, die ausgewandert waren als erfolgreiche Unternehmer in Deutschland. Mandanten von uns übrigens auch, ne? Genau, Mandanten von euch. Und ich bin da sozusagen Mandant bei euch ebenfalls geworden. Sebastian hat mir hervorragend geholfen bei meiner Auswanderung, die rechtlich sauber zu machen. Habe viel dabei gelernt, viele erschreckende Erkenntnisgewinne dabei auch gehabt, wie komplex der deutsche Staat das für uns Unternehmer gestalten kann und am Ende des Tages sich stets eine Hintertür offen lässt. Ja, dafür seid ihr die Experten. Dann im Ausland angekommen ist es halt so, ja, es kostet ja alles auch Geld. Unser Leben möchte sich weiterfinanziert werden. Und in der Vergangenheit, als ich Investmentbanker war, bei Unternehmen wie Lehman Brothers oder Nomura, Société Générale, also einige der größten Namen in der Finanzindustrie, das unterscheidet mich vielleicht ein bisschen. Als ich 2016 meine erste Unternehmung gründete, war das einer der treibenden Gründe. Ich wollte im deutschsprachigen Raum, damals auf YouTube, sinnvolle Informationen weitergeben und nicht das, was jemand, der damals sich für ein Thema Investieren oder Trading interessiert hatte, mitbekommen hat. Nämlich Informationen, wie die Welt tatsächlich nicht funktionierte. Und ich denke, was Liberty Brothers unterscheidet, ist einfach, wir leben das vor, wir führen von vorne. Und in dieser Entwicklung der letzten 1,5 Jahre habe auch ich für mich entschieden, dass ich nicht den ganzen Tag vor diesen ganzen Bildschirmen stehen möchte. Dafür ist das Leben an solchen schönen Orten zu interessant und zu spannend. Außerdem habe ich das ja schon viele Dekaden in der Bankenwelt gemacht und habe einen Investmentclub. Also Liberty Brothers entwickelt sich weiter in einen exklusiven Investmentclub, eine Community, in der wir 3 Ziele verfolgen. Erstmal dein Kapital zu sichern und dann dein Kapital strategisch zu vermehren und das Dritte, und das ist interessant, Cashflow zu generieren. Als ich 2023, 2024 dann ausgewandert bin, in eine Region, in der du aus meinem Empfinden heraus, Daniel, korrekterweise dein Investmenteinkommen nicht besteuert wird. Und das ist übrigens etwas, was du beim Liberty Day auch lernst und die Kontakte bekommst, wenn du dich dafür interessieren solltest. Wir sprechen also, ihr seid dort, Sebastian ist dort, als auch der Thomas Heiden von Systrat, die dir die Möglichkeit geben, deinen Broker in einer steueroptimierten Region direkt aufzusetzen. Und das heißt, dort kann dein Kapital anwachsen. Funny Story, die CDU, der Schatzmeister, ist also 2-mal im Jahr nach Liechtenstein gefahren und die CDU vermehrt also in Liechtenstein in ihrem Konto dort steueroptimiert die Gelder. Ist also, dass unsere Politiker, meine ehemaligen, meine sind es nicht mehr,
genau das eben auch machen. Und das ist etwas, wo wir Mhm. gesagt haben, bei Liberty Brothers und Liberty Day möchten wir das Netzwerk bieten, die Informationen bieten. Ich gebe einen Keyword-Vortrag über die Megatrends der nächsten 10 Jahre, die du über ETFs mit investieren kannst. Wir haben einen ehemaligen Kollegen von mir, ehemaliger Goldman und JP Morgan Kollege, der heute bei Liberty Brothers auch ist und der etwas neben mir erzählt, wie die Finanzwelt tatsächlich funktioniert und agiert. Es sind spannende Themen auch im Hinblick auf Krypto, die mittlerweile eine komplett etablierte Assetklasse ist, die von der alten Welt, der alten Finanzwelt mit aufgenommen wird, Daniel. Also, Mhm. um es vielleicht nochmal rund zu machen, der Liberty Day bietet dir nicht nur Wissen, wie du Geld in den nächsten 10 Jahren sicherst, strategisch vermehrst und Cashflow daraus generieren kannst, sondern auch die relevanten Kontakte in Form von euch, Sebastian, als auch einer Firma, die dir zeigt, anbietet, mitgibt, wie du Gelder steueroptimiert. Wenn ich zum Beispiel in Panama sitze, heißt das ja nicht, dass mein Geld hier auch sitzen muss. Das tut es zufällig zu großen Teilen, weil ich hier eben mein Einkommen, welches ich generiere an den Börsen, nicht versteuern muss. Ich wiederhole nochmal, das ist aus meinem Rechtsempfinden korrekt, weil das ist schon alles versteuertes Geld. Warum nimmt der Staat sich nochmal Kapitalertragssteuer aus dem Betrag, den Mhm. ich riskiere, ja, um die Wirtschaft am Laufen zu halten? Aber gut, ich möchte hier nicht philosophieren. Ich möchte sagen, wir leben das vor. Und 3 Tage vorher haben wir den Global Income Investor Club. Das ist für viele vielleicht interessant, die sagen: „Ich sitze im Ausland, ich habe die Möglichkeit, ich habe Zeit, aber ich möchte nicht den ganzen Tag vor den Bildschirmen sitzen und Trader sein. Das ist nicht meine Erfüllung." Und auch ich gehe nächstes Jahr auf Weltreise und da werde ich meine 8 Bildschirme nicht mitnehmen. Also habe ich entschieden, dass ich es umbaue, wir uns in einen Club umstrukturieren und ich dort das ETF-Portfolio, welches ich habe, in größerer Size mitgebe, dass ich ein monatliches Update mache, wie sich die makroökonomischen Ströme verändern. Und der Witz ist, wie wir Cashflow daraus generieren. Als ich 24 ausgewandert war und der Leitzins in den USA bei 5,5% war und du keine Quellensteuer darauf zahlen musst, auf amerikanische Staatsanleihen, musstest du nicht so viel machen, wenn du einen größeren Kapitalstock hattest. Ja? Dann hast du 1.000.000 da rein investiert, dann 55.000 $ steuerfrei. Davon kannst du in vielen Regionen gut leben. Jetzt gehen wir runter in Richtung 3%. Jetzt darf auch ich wieder ein bisschen aktiver sein. Und aktiver heißt, dass ein Portfolio angepasst ist an die jeweilige Jahreszeit an den globalen Finanzmärkten. Also es gibt auch da Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wenn du im Sommer Long Aktien bist, also investiert bist in dein Aktienportfolio, ist das ganz wunderbar und korrekt. Wenn du im Winter allerdings weiter in Aktien hältst, wirst du eine geringere Performance haben, vielleicht sogar ins Minus rutschen. Im Winter, also wenn die Volkswirtschaft schrumpft und die Inflation runterkommt, gehst du in Anleihen. Und viele Investoren waren noch nie in ihrem Leben aktiv in Anleihen. Und viele von uns waren auch früher nie aktiv in einem Krypto-Asset als Beispiel. Und das sind Dinge, wo wir sagen auf Englisch adapt or die. Also pass dich an oder geh unter. Im Grunde genommen ein Thema für Menschen in deiner Community, in eurer Community, die auswandern wollen. Du sagtest es eben, du machst morgens das Radio an und kriegst schon wieder 3 Gründe geliefert, warum es immer schwieriger wird, dort zu bleiben. Das war im Vorgespräch, genau. Ja. Genau. Dann ist es vielleicht eben auch genauso die Angst, wenn ich dann gehe, mit Familie oder alleine, was passiert mit meinem Kapital? Und wir haben da 'n interessanten Video zu gemacht in unserem sogenannten Pre-Course, damit wir in Tirol auf einem ähnlichen Level sind, wo der Chris, der aus der Immobilienbranche kommt, Immobilien mit dem, was wir machen, Cashflow generieren aus Cash, vergleichen. Und wenn ich sehe, dass ich als Immobilienbesitzer weiterhin meldepflichtig in Deutschland bin, ich habe mich dazu entschlossen, all meine Immobilien zu verkaufen und arbeite jetzt mit Kapital hier. Also ich habe es gesichert, ich lasse es strategisch anwachsen und ich generiere Cashflow auf Knopfdruck über den Optionsmarkt, indem ich Teile meines Portfolios veroptioniere. Das hört sich erstmal wild an, ist es nicht, es ist wirklich simpel, kann es auch in simplen Worten erklären. Und dieser Cashflow zahlt dann schon wieder
das Air Conditioning für diesen Monat als Beispiel, ja. Also, mir ist wichtig, dass du verstehst, ich selber bin nächstes Jahr nicht mehr hier jeden Tag vor diesem Bildschirm, sondern ich selber möchte andere Orte sehen. Also, mich zieht es nach Australien, nach Neuseeland. Ich habe Kunden auf Bali, da möchte ich auch gerne ein paar Wochen sein. Und das geht nur mit einem Laptop und einem zusätzlichen Bildschirm, dass ich eben das Portfolio überwache. Ändert sich die Jahreszeit, shifte ich in andere ETFs und das teile ich mit. Also, du bist quasi nie alleine. Und auf den Liberty Days, geben wir dir das Netzwerk, die Informationen. Wo gehen die Trends hin? Also, wo investiere ich? Mit wem kann ich das zum Beispiel machen? In Regionen wie Cayman Islands oder Liechtenstein als Beispiel. Und wie könnte ich es rechtssicherer und mit dem korrekten Netzwerk umsetzen? Da kommt ihr ins Spiel. Und ich hoffe, dass das für den einen oder anderen ein tatsächlicher Mehrwert ist. Und wenn jetzt jemand angesprochen fühlt, dann habe ich noch einen Bonus mit. Es gibt mit dem mitgebracht mit dem SAVE 20, SAVE 20, gibt es 20% Discount für eure Mitglieder. Genau, jetzt noch mal 'ne Frage. Also, es gibt ja jetzt, um das ganz klar zu machen für unsere Zuschauer, Zuhörer von unserem Mandanten. Also, es gibt ja jetzt zwei Events, ne, jetzt im Genau. September in Tirol. Das erste ist also, was man in jedem Fall vielleicht mal mitnehmen sollte, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, noch nie 100% durchgerungen hat, sofort zu starten, wäre also jetzt, der Liberty Day, Der ist am richtig? 21., genau, am Am 21. 21. wäre jetzt eigentlich $997. Momentan haben wir 'n sehr günstigen US-Dollar und Genau. wenn man Abonnent, wenn man Perspektive Ausland Kanal-Abonnent ist, dann bekommt man im Prinzip den für $800. Keine Ahnung, 700x Euro. Genau. Wäre also 'ne coole, nicht so hohe Investition, um dort Wissen zu nehmen. So, was weiß ich nachher, wenn ich da diesen einen Tag, dabei bin? 1,1683 sind wir gerade. Ich habe es mal ausgerechnet, also dieser ganze Tag, wo Essen, Trinken, Netzwerk, alles inklusive ist, die Fachvorträge kosten dich 685 €. So, Perfekt, für ja. andere Events, die ich selber gebucht habe, ja, ich habe, $20.000 letztens für 'n Wochenende, also dieses Jahr investiert in USA. Mhm. Solche Events können extrem teuer werden. Das ist Das ist nicht abgefahren, ja. unsere Absicht, ja. Unsere Absicht ist, Mhm. gigantischen Mehrwert zu geben zu einem Preis, wo jemand sagt: „Das war extrem sinnvoll“ und vor allen Dingen, Mhm. der in die Umsetzung geht. Also, ich gebe mit ein ETF-Portfolio, das kriegst du am Ende als PDF, ja, übermitteln wir dir, wo du in den, nächsten 10 Jahren, es ist defensiv aufgestellt. Es gibt 3 unterschiedliche, defensiv, mittel und aggressiv, 3 unterschiedliche Ausrichtungen eines Portfolios, welches die nächsten 10 Jahre in den avisierten Top-Trends, die ich erkläre, dabei sein wird. Also, als Beispiel, in der Finanzindustrie wird es ohne die Blockchain nicht mehr gehen. Das hat aber gigantische Konsequenzen. Oder in der Herstellung wird es ohne Robotics nicht mehr gehen. Oder seltene Erden, ja. Und wer meinen YouTube-Kanal, also Jay Madrow, einfach bei YouTube eingeben, verfolgt, der wird sehen, wie ich arbeite, wie die Qualität der Ideen ist, wie meine Denke ist. Und dann kannst du ein bisschen nachvollziehen: „Oh, das ist interessant. Also, ich kann auf Knopfdruck Cash generieren.“ Der Thomas, wie gesagt, er gibt dir eine Strukturierung mit. Ich sagte eben einige Orte, wo das sehr sinnvoll ist, dass du eben nicht deine Investments teilen musst mit einer Regierung, die dann auch reingrapscht. Der Sebastian und oder du, ihr kommt, um eben, eine Steueroptimierung und Plan-B-Möglichkeiten zu besprechen. Und der Ralf, mein Ex-Kollege von Grobman, gibt dir Einblicke in das Zusammenspiel von Investmentbanking und institutionellen Kunden. Das ist wichtig für dich, für dein Verständnis, weil die Welt Mhm. funktioniert nicht über uns Retail-Trader. Perfekt. Das heißt, du hast also theoretisch, ich weiß, was ich kaufen will, ja, mit meinem Portfolio. Ich weiß, wo ich das machen will. Ich erfinde das jetzt in Liechtenstein mit den und den. Und übrigens, mich interessiert auch in so eine Steueroase, darf ich ja kaum laut sagen, das Wort, wegen dem Steuer-Anti-Oasen-Gesetz oder wie das heißt, ja. Also, ich möchte woanders mich ansiedeln und dann haben wir mit euch Ansprechpartner, wo ich aus Ja. meiner persönlichen Erfahrung noch mal sage: „Daniel, danke an euch. Danke für eure Arbeit. Danke, dass ihr diesen Mehrwert generiert, dass ihr auch Unternehmen wie uns mit reinnehmt und präsentiert, weil auch wir können einen Mehrwert für eure Mitglieder oder Menschen da draußen generieren, die im Ausland eben nicht traden wollen, die aber schon, unabhängig jetzt ob Ausland oder nicht, sagen:
Ich verstehe das alles nicht so ganz an den Börsen und, das ist so 'n bisschen wie Zähneputzen. Eigentlich sollte ich mich selber drum kümmern und nicht da der Deka Invest vertrauen, um Mhm. irgendwas zu sagen, ja, Ja, das einzelne ETF, das ich da gekauft habe, dass das optimal ist. ja. Tatsächlich, kümmere dich selber um dein Geld, übernimm Verantwortung und viele eurer Mitglieder tun das ja, indem sie die News verfolgen, die extrem sinnvoll sind. Die Verena mir auch häufig dann immer schicken und sagt: „Oh, ich muss den neuesten Podcast hören. Ist ja interessant. Also, die 182-Tage-Regel wird jetzt geändert. Aha, spannend“, ja. Und das geht zurück zu dem, was du eben sagtest. Egal, ob es bei euch ist oder bei uns, die Welt besteht aus einem informationsasymmetrischen Spiel. Wenn du Informationen hast, sie verstehst und entsprechend umsetzt, kannst du deine Familie, dich schützen. Und es ist traurig, aber es geht ja erst mal sogar um Schützen und danach erst wiederum Mhm. aufbauen. Ja. Konnte ich deine Frage beantworten? Super, genau. Jetzt ist ja so, dass man im Prinzip ja auch schon 'n paar Tage eher kommen könnte. Auch da gibt's ja noch freie Plätze. Mhm, Also, zumindest auf der Webseite heißt noch: „Sichere dir deinen Platz“ vom 18. bis zum 20. September im Aquadom. genau. Und da, so wie ich das verstanden habe, starte ich im Prinzip, das Global Income Investor Programm direkt. Also, da beginne ich eigentlich da habe ich mich dann schon entschieden, dass ich sage: „Ich möchte jetzt also wirklich in die finanzielle Freiheit einsteigen und ich möchte jetzt beginnen zu lernen, wie das geht.“ Das ist 'n bisschen teurer. Das kostet, wenn ich's auf der Webseite richtig sehe, dann, 11.997 US-Dollar. Da müssen wir noch klären, was gibt's da für 'n Discount, werden wir dann im Nachgang noch mit, einblenden. Aber interessant wäre jetzt für mich, wie lange, also wie viele Tage oder wie viele Wochen, wie viele Monate ist jetzt dieses Seminar für jemanden, der das bucht? Super, danke, dass du, das noch mal aufklärst. Also, im Vorfeld gibt es einen, Pre-Course, den ich gebaut habe, zusammen auch mit Verena und Chris. Und es gibt eine Einführung in die Denkmodelle, also es sind, 12 Videos, 10 oder 12, weiß ich nicht, die 4 Jahreszeiten, the big picture. Es wird erklärt, wer sind eigentlich Marktteilnehmer? Was meint der Jay mit den 4 Jahreszeiten an den Märkten, ja? Und dann führe ich dich schon ein in unseren MAP-Prozess. Und der MAP-Prozess ist MA, ich erkläre es dir kurz. Erstens Standortbestimmung. Wie ist das Wetter? Gut, bei mir hier ist es immer Sommer, jeden Tag. Ich gehe also nicht im Skianzug raus. Aber an den Börsen hast du eben 4 Jahreszeiten. Welche Jahreszeit herrscht am Markt und welche Assetklasse performt? Verstehst du das Wort performt? Also wer macht Rendite? Welche Assetklasse macht Rendite im Sommer versus im Winter? Wenn ich das dann identifiziert habe, dann gehe ich hin und kann dir zeigen, das hat was mit Mathematik zu tun, von wo bis wohin dieses, egal ob es eine Aktie ist, ein ETF oder Kryptowert, das mit hoher Wahrscheinlichkeit laufen wird. Also ich weiß vorher schon, wo ein Markt endet. Das hat was mit Mathematik und Algorithmen zu tun, die im Hintergrund eben umsetzen. Also weiß ich mein Preisziel, ich kann mein Risiko vorbestimmen. Und jetzt kommt das Wichtige in einem Portfolio. Ich steuere Risiko auch über eine Portfoliogröße. Also ich stecke jetzt nicht 80% meines Gelds in Nvidia. Das wäre unclever, wenn Nvidia dann, warum auch immer, einbricht. Nvidia ist doppelt so groß wie der französische Aktienmarkt, also unvorstellbar. 4,4 Milliarden gegen 2,3 Billion, sorry, also Billionen auf Deutsch. Ich verwechsel das immer, weil das Trillion ein Billion ist. Und dann, und das ist das, was mir so viel Freude macht, auch mit Trump, er sagt was, er macht was, diese Administration, die generiert wieder Stress oder es passiert etwas und ich lese das und dann kann ich hingehen und diese negative News oder positive News zu einem Cashflow generieren. Und ich hatte das eben mit den Immobilien gesagt. Ich hatte eine Immobilie in Bad Homburg, da hat der Mieter dann nicht gezahlt und es hat über 1,5 Jahre gedauert, bis ich mein Geld bekommen habe. Musste mir einklagen, ja. Das hast du nicht. Du drückst einen Knopf, ja, du verkaufst eine Option und du kriegst das Cash direkt in dein Brokerkonto. Das war's. Gibt's kein „Ich zahle nicht“ oder sonst irgendwas. Und das meine ich mit opportun. Mit Verständnis, logischem Denken kannst du Cashflow generieren. Also nicht nur deine Investments wachsen sehen, sondern die Stromrechnung will ja auch bezahlt werden oder der Lebensmitteleinkauf jede Woche. Also dein Portfolio ist gesichert, es wächst korrekt, angepasst an die jeweilige Jahreszeit und dann gibt es Opportunitäten. Ich mache das alles mit so Mini-Videos, 3 bis 5 Minuten, zeige ich, wie die Umsetzung geht, sag warum, weshalb, wieso und das mache ich jede Woche.
So, aber das soll dich nicht abschrecken und sagen: „Oh, jetzt muss ich ja doch traden.“ Nein, ich lese sowieso den ganzen Tag. Das ist mein Beruf und meine Freude. Und durch dieses Lesen und mein 30-jähriges Verständnis an den globalen Kapitalmärkten kann ich sagen: „Der Dollar ist schwach, Mexiko macht dies und das, wir wollen ein ETF auf Mexiko kaufen.“ Aber wir kaufen ihn nicht, sondern wir verkaufen das Recht, dass uns jemand diesen ETF verkauft zu einem niedrigeren Preis und dafür kriegen wir ein paar hundert Dollar. Als Beispiel, ja? Und die Renditen aufs Jahr gesehen, meine Mindestanforderung ist 12% auf das Portfolio und du kommst aber zwischen 12 und 24% am Ende des Jahres raus. Und es ist nicht nur mein Portfolio, was das macht, sondern auch das von unseren Kunden, die wir ja schon haben. Und in einem der letzten Videos habe ich das Live-Portfolio gezeigt. Ich mache das alles sehr, sehr transparent. Zusätzlich ist inkludiert aber auch die gesamte Ausbildung, als damals noch Ausbildung erlaubt war, vom FX und volkswirtschaftlichen Trading involviert. Also wenn jemand das machen will, das ist sozusagen inkludiert in diesem Paket. Ich möchte nur, dass du verstehst, dass ich mich, also der Zuhörer jetzt, ich mich verändere. Ich gehe weg, ich bin schon weggegangen von diesem jeden Tag Traden und ich bin hingegangen zum Global Income Investor. Das Wort kam mir, weil ich eben um die Welt reisen möchte. Ähnlich wie ein Nomade, ja. Ich habe meinen Standort hier, das bleibt auch mein Zuhause, aber ich möchte noch etwas von der Welt sehen, solange sie uns noch reisen lassen, wer auch immer sie sein mögen. Und ich möchte auch nicht pessimistisch sein. Ich habe, wie gesagt, gar nicht mehr diese Wut und Sorge, weil ich wohne in einem sehr, sehr schönen Ort. Und wie du da hinkommst und wie du dort eben aus deinem Geld generierst, das versuche ich sinnvoll und auch nicht zu abstrakt zu erklären und mitzugeben. In Ruhe, ohne da eine Wissenschaft draus zu machen, damit du logisch verstehst, ja, das macht absolut Sinn. Das gehe ich jetzt mit für mich, weil dieses Wissen kann mir nie wieder jemand nehmen. Und sie können vielleicht unser Geld entwerten, das ist wurscht, dann geben sie uns einen digitalen irgendwas und dann machen wir es eben mit dem digitalen irgendwas nochmal. Ja? Also dieser Map-Prozess in 5 Schritten, weißt du genau, was will ich kaufen oder investieren, wie geht das? Im Liberty Day kriegst du Kontakte, wenn du das möchtest, über euch oder über den Thomas, auf welcher Plattform, in welcher Region. Ich versuche, dass das wirklich sinnvoll ist, ein Riesenmehrwert und dass jemand sagt: „Wow, das hat mein Leben positiv verändert.“ Und das nimmt Mhm. mir die Angst im Ausland, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, wie ich alles bezahlen soll. Aber Mhm. ist ja unabhängig vom Ausland. Was machst du denn mit deinem Vermögen in Deutschland? Oder wir haben auch Leute, die sagen: „Ich habe kein Vermögen.“ Sage ich: „Das ist doch irrelevant. Dann baust du es auf, aber trotzdem darfst ja du wissen, wie du mit Geld umgehst.“ Und das wird eben weder an der Universität noch an den Schulen gelehrt. Warum, weiß Mhm. ich nicht, Daniel, können wir drüber philosophieren. In Tirol, falls du kommst. Mhm. Ich freue mich auf jeden, der kommt. Ich kenne jeden Einzelnen persönlich bei uns. Wir sind 'ne kleine Firma. Wir arbeiten eng zusammen und wir sind in einem, sehr positiven mitmenschlichen Austausch zueinander. Sehr respektvoll und wir versuchen eben dieses in die Freiheit gehen und die Freiheit zu leben. Wir versuchen das vorzuleben. Führen von vorne hat man das früher genannt, ja. Mhm. Und das versuche ich Perfekt. eben Klingt zu gut. manifestieren. Ja. Klingt alles gut, schön. Also, wird man denn dann auch Möglichkeit haben, mal mit dir privat bei den wenn man da die paar Tage vor Ort ist, auch zu sprechen? Oder denkst du, du bist so umlagert, dass man da nicht privat sprechen kann? Ist mir ganz, ganz wichtig, mit, Teilnehmern privat zu sprechen. Ich komme vorher, ich bleibe 'n bisschen länger, aber, das ist alles das ist keine Massenveranstaltung, da kommen keine 300 Leute hin, ja? Übrigens ehemalige, Kunden, die ich früher mal hatte bei meiner deutschen Firma, die bekommen ebenfalls 'n Discount. Die können an support@libertybrothers.com schreiben oder wenn jemand Fragen hat, kann er entweder an euch schreiben oder direkt an uns, support@libertybrothers.com. Oder es gibt 'n J, so 'n Unterstrich Medro auf Instagram. Ich antworte da Menschen. Also, ich bin absolut greifbar. Was wir nämlich nicht machen, ist, wir sind keine Marketingmaschinen. Was wir machen, alles, was ich mache, mache ich transparent. Ich bin genauso in Tirol, wie ich jetzt mit dir bin. Und genauso bin ich auch montags, wenn ich ausbilde, live das Team. Da gibt's keine Masken und gar nix. Das ist alles echt und zum Anfassen sozusagen. Cool, Mhm. toll, schön. Und ich habe, wie gesagt, aus unserem Mandantenkreis
bisher nur Positives gehört. Also es sind immer mehr Mandanten, die sich melden, die also unsere Videos gesehen haben, in denen wir euch da vorstellen. Immer wieder kommt einer und sagt, also ich habe jetzt den Kurs besucht und das hat funktioniert und ich habe jetzt so und so viel Einkommen im Monat und so weiter und so fort. Und man braucht ja, wie du es schon vor uns gesagt hast, in einem Land, in dem man versteuertes Geld nicht nochmal versteuern muss, braucht man auch gar nicht so einen riesengroßen Einkommensstream. Ja. Kann also in vielen Ländern kann man ja von 1.000, 2.000 € leben, ne? Sebastian hat gerade ein Video wieder gemacht, eine Wohnung in Philippinen, $300 im Monat oder zum Beispiel Georgien, wer jetzt nicht weit weg will, kriegst du eine super Wohnung, eine richtig schöne Wohnung für $500. Mein Lieblingsort, einer meiner Lieblingsorte, zum Beispiel ja Sansibar, oder? Ja, Da man das sagst du immer wieder. ja, muss ich immer wieder sagen, oder? Aber ja, für manche ist auch das Auswandern halt nach Südamerika sehr, sehr interessant. Also, da gibt's ja schöne Orte wie zum Beispiel Argentinien, wo du auch ich habe heute gerade mit der Mandantin gesprochen und für sie mal ein bisschen im Wohnungsmarkt da geguckt. Also, für $600 kriegst du auch eine schöne Wohnung, wobei für mich Buenos Aires jetzt nicht unbedingt mein Traum wäre, zumindest nie für 'n längeren Aufenthalt. Aber es gibt so schöne Orte in der Welt, wo man so günstig im Prinzip leben kann und dann mit 'm Einkommensstream, den man sich aufgebaut hat, mit eurer Hilfe zum Beispiel 'n völlig anderes Leben hat als vorher, ne? Nicht mehr am Hamsterrad sozusagen. Exit aus dem Hamsterrad könnte man das nennen. Ja, das war mir auch so wichtig. Und einen Punkt möchte ich auch noch dazu sagen, nur weil wir ja einmal verschoben hatten, Gott sei Dank geht's dir ein bisschen besser, du warst krank geworden. Seit ich ausgewandert bin, ich war kein Mal krank hier, seit über 1,5 Jahren. Also, entschuldige, dass ich sage, ich bin immer nur krank, wenn ich mal wieder nach Deutschland zurückfahre und dann zurückkomme oder irgend so was, ne? Das ist Oder wenn man verrückt, wie viele irgendwo Menschen mir das die sagen. das ist die Reiserei. Also, es liegt jetzt nicht unbedingt an Deutschland, würde ich sagen, aber es ist halt Ne, einfach also die ich will auch Reiserei, nicht ne? Deutschland-Bashing betreiben, aber Wenn man jetzt hier viel durch die Gegend reist, aber mir geht's genauso, wenn ich halt, sozusagen solange ich da bleibe, in meinem Refugium in Domizil, bin ich eigentlich wirklich viel, viel weniger krank als in Deutschland. Es hat was mit dem Stress natürlich auch zu tun, ne? ja, Man wird entstresst, wenn man sich da selber aus der Gleichung rausnimmt, ne, im Prinzip aus der Formel, da in Deutschland im Hamsterrad bleiben zu müssen. Trotzdem muss man immer noch sagen, es gibt einige unserer Mandanten und vielleicht hört auch gerade der ein oder andere zu, für die ist es eben zurzeit unmöglich auszuwandern und trotzdem verfolgen sie unseren Kanal und auch kann man sagen, also wir schätzen das, wenn jemand, der momentan nicht auswandern kann, dann trotzdem, wenn man diese Video hört und sagt: „Was kann ich denn tun momentan, ohne auszuwandern?“ Ich kann ja im Prinzip euren Kurs auch besuchen, ohne dass ich jetzt auswandern kann. Die Situation ändert sich mitunter. Also 1, 2, 3 Jahre sind mitunter so schnell vorbei, wenn ich dann schon gelernt habe, wie ich mich im Ausland versorgen kann, wenn ich dann schon 'n gewissen Einkommensstream aufgebaut habe, 'n bestimmtes Vermögen aufgebaut habe und viele unserer Mandanten, die jetzt nicht auswandern können, wie gesagt, die lernen bei euch, wie kann man sich künftig finanzieren. Die, gehen mit uns heute schon in Länder wie Serbien, Georgien oder wie gesagt Sansibar oder in die Philippinen oder nach, Malaysia oder, ich fliege übrigens jetzt habe 'ne Delegationsreise nach Sierra Leone. Auch Sierra Leone oder generell Westafrika ist sehr, sehr interessant. Wir werden dort meinem Präsidenten die Hand schütteln. Also, in Afrika in den nächsten Jahren wird es eine der boomenden Wirtschaftsregionen, wo es auch lohnt, sich zu investieren, wo man sieht, da, entstehen tolle Cities. Also, sie machen viele Fehler nicht, die man im alten Europa gemacht hat, wenn sie da ihre Infrastrukturen entwickeln, überspringen mehrere Phasen, die wir so durchlaufen mussten. Also, es gibt so viele interessante Plätze auf der Welt. wow, das ist hochinteressant, dass du mir das sagst. Ich war dreimal in Afrika und das also, da können wir uns sollten wir uns in Tirol sehen, lass Ja, uns unbedingt, nur nachher wenn wir dann hier die Kamera ja. ausgemacht haben. Eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte zu dem, was du sagst, weil wir haben ja Mhm. auch ich habe auch Leute bei uns, bei Liberty Brothers, die nicht auswandern können im Moment. Ähm, Mhm. wenn du mal 'n Taschenrechner nimmst guck mal, ich habe noch den alten Hewlett Packard 19B2, da siehst du schon, wie alt ich bin. Jay, ich werde gleich mal 'n Rechenschieber holen aus DDR-Zeiten. Okay, you win. 1:0 Daniel. Wenn du dir ausrechnest, wenn du ohne, Kapitalertragssteuer dein Portfolio anwachsen lässt, ja, unabhängig jetzt von diesem, erschreckenden Wort Trading, aber aktives Investieren, ja. Das macht 'n Riesenunterschied. Ja, wenn du das auf 3 Jahre machst und die gehen eh rum. Also, ich würde das nie wieder machen, was ich früher gemacht habe. Nie wieder würde ich das machen. Ich habe ja jahrzehntelang gepennt, bin nicht ausgewandert oder habe meine Gelder nicht, steueroptimiert wachsen lassen, so wie die CDU das gemacht hat. Also, warum machen die das, wer auch immer die ist, ja, und ich mache es nicht? Also,
Schau dir die an, die uns führen und wie die ihre Gelder managen oder wo sie was machen und dann kopiere die sozusagen. Ja? Und das ist ein riesen Mehrwert, den ich noch mitgeben wollte. Ja? Ist also egal, ob du jetzt auswanderst oder nicht, dein Geld, Cashflow generieren zu lassen oder zu lernen, was du auch später an deine Kinder oder deine Freunde weitergibst. So funktionieren die Märkte. Hat ja einen Wert in sich. Einen Wert in sich. Und es ist mir wichtig, dass Menschen verstehen, dass es eher 5 Sterne Qualität, was ich mache, mit viel Herzblut und viel Energie. Jeden Tag versuche ich einen Mehrwert für unsere Community zu generieren, wie ihr auch. Aber es stresst mich nicht. Es ist meine Erfüllung. Es gibt mir Freude. Ja? Und sie vertrauen mir, wenn ich etwas investiere. Der eine oder andere lernt gerne und traut sich dann aber nicht zu gehen. Und manchmal hilft es, wenn ich einen Schritt vorgehe. Ja, beim Auswandern auch. Wir hatten schon Community Members bei uns, die jetzt auch hier hingekommen sind, um sich anzuschauen, wie ist das hier in Panama. Und das freut mich alles sehr, dass manche diesen Mut dann entwickeln, der vielleicht fehlt. Oder etwas von meiner Positivität mitbekommen. Und das ist auch eine psychologische Veränderung, die ich bei mir selber festgestellt habe. Ich bin nicht mehr so negativ, wie ich vor 2 Jahren noch in Deutschland war oder in Europa. Und wie gesagt, es geht mir nicht um Deutschland-Bashing, gar nicht. Es geht mir einfach darum, wie kannst du, und dafür bin ich zuständig, für die Säule Geld, ja. Wenn wir jetzt noch jemanden haben, der die Säule Gesundheit macht, Daniel, dann bin ich noch glücklicher über unsere Synergien, die wir heben, weil was hilft dir all das Geld der Welt, wenn du nicht gesund bist, ja. So ist das, ja. Es gibt andere schöne Orte auf der Welt und es macht unheimlich viel Freude. Ich freue mich sehr, in 3 Wochen dann wieder in Deutschland und in Österreich zu sein, Familie und Freunde zu besuchen. Und dann bin ich aber auch froh, wenn ich 2 Wochen später wieder im Flieger sitze und in die Sonne zurückfliege. Einfach, weil ich diesen ganzen Schwachsinn, der da von der Politik entschieden wird und dieses ganze Kriegsgerede und so, ich kann daran nichts ändern. Ich habe das alles nicht. Und das ist so befreiend für mich. Und ich möchte eben Absolut. zeigen, wie sie das auch für sich dann umsetzen können, was ich persönlich zigmal besser finde als eine Immobilie aus eben beschriebenen Gründen. Ja. Also Chris hat das so gemacht, er hat eine Immobilie verkauft und dieses Geld macht er jetzt als Global Income Investor. Nutzt also das, was ich ihm beibringe, die Systeme, die Techniken, die Analysen, die Excel-Sheets, das macht er jetzt selber. Und das macht Freude. Das macht tatsächlich Spaß, wenn du siehst, ich verstehe, wenn Trump das sagt, die Märkte reagieren so, dann kann ich da Cashflow machen. Das macht Spaß. Es ist wie nicht missverstehen, es ist wieder eine Art von Spiel, ja, weil du anfängst zu verstehen, wie die Gelder der Welt global tatsächlich fließen. Und es gibt dir Sicherheit, weil dieses Wissen, das können sie dir nicht mehr nehmen. Das wollte ich noch hinzufügen. Perfekt. Super. Also, du hast, denke ich, uns genügend neugierig gemacht. Wir freuen uns, wenn wir die Möglichkeit haben, uns persönlich zu sehen und freuen uns auch über jeden Einzelnen, der uns jetzt zuschaut. Das ist immer so eine Sache. Das heißt, es gibt so viele tausende Leute, die uns zuschauen. Wir freuen uns immer, wenn wir die auch mal sehen. Ne? Wir freuen uns, dich, lieber Zuschauer, der jetzt hier gerade das Video anschaut. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns mal in die Augen gucken können bei so einem Event. Da sind die Workshops eine tolle Sache. Wir blenden an der Stelle übrigens auch mal die generellen, also nochmal euren Workshop ein. Den Link, der wird jetzt eingeblendet und danach auch nochmal die Workshops, die wir natürlich in den nächsten Monaten anbieten. Das sind immer tolle Möglichkeiten, auch mal Gleichgesinnte zu treffen, Genau. auch mal sich inspirieren zu lassen von anderen. Man lernt von Fehlern, die andere gemacht haben und von Dingen, die sie schon mal ausprobiert haben, die sie weniger gut fanden, die sie toll fanden und so weiter und so fort. Also Video, E-Books und Webseiten lesen, das ist alles nicht schlecht, aber es geht nichts darüber, sich mal irgendwo die Hände zu schütteln, mal zusammen ein Glas Wein zu trinken oder auch ein Glas Mineralwasser, was auch immer, Genau. und sich einfach mal auszutauschen. So. Und wir freuen uns. Schön, dass ihr auch so ein Event macht. Und dann kann ich nur sagen, bis bald. Vielen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für die Einladung. Eine Freude, mit euch zusammen sprechen zu dürfen und arbeiten zu dürfen. Danke dir, lieber Daniel. Dann bleib fröhlich. Ne? Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.